Wackel, 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 wackel. Du kennst das auch, wackelnde Terrassenplatten? Und du hast dir vielleicht schon überlegt, an was kann das wohl liegen, dass die Platten wackeln? Liegt das vielleicht an der Platte selbst oder an den Leuten, die da drauf rumlaufen? Vielleicht sind die Platten gar nicht für das Gewicht ausgelegt. Wenn dich das interessiert, dann bleib jetzt dran. Und vor allem, wenn du wissen willst, was kannst du vorbeugend dagegen tun, dass deine Platten an deiner Terrasse später nicht wackeln? Wir sehen uns gleich nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Draußenhelden. Ich bin Thomas und in diesem Video geht es um die Terrassenplatten, die anfangen zu wackeln. Und das ist wirklich ein interessantes Thema, weil es gibt Terrassen, die liegen 20, 30, 40 Jahre lang, liegen die super schön da und plötzlich fängt an einer Ecke irgendwo was an zu wackeln. Und demgegenüber gibt es auch Terrassen, die sind 2, 3 Wochen oder bloß Monate alt und an allen Ecken und an allen Stellen, da fangen die Platten an zu wackeln. Das ist also ein Problem, was sowohl alte Terrassen und auch neue Terrassen betrifft. Und deswegen wollen wir uns das mal genauer anschauen. Viel Spaß mit diesem Video. Wenn es um den Terrassenbau oder im Allgemeinen ums Plattenverlegen geht, dann vergleiche ich das Ganze immer ganz gern mit etwas, was jeder von uns kennt, nämlich mit einem Bett. Sagst du was? Mit einem Bett? Warum denn das? Ich will es dir gerne erklären. Wie sieht denn dein Bett zu Hause aus? Also mir geht es jetzt nicht um das Bettgestell, sondern da, wo du tatsächlich drauf liegst. Also da gibt es doch von oben gesehen mal auf alle Fälle ein Leintuch. Schön dünn und gespannt. Und unter dem Leintuch, da gibt es im Normalfall eine Matratze, damit man auch schön weich oder wie auch immer liegt. Es gibt da so, manche Leute bevorzugen die weichen Matratzen, manche die harten Matratzen, aber das ist ein anderes Thema. Unter der Matratze auf alle Fälle, da kommt dann noch der Bettrost, der dem Ganzen nochmal Stabilität verleiht. Und im Gesamten dieses Bild, das können wir jetzt auf die Terrasse übertragen und du merkst schon, bei der Terrasse, da ist es ähnlich. Wir haben oben also eine Plattenfläche und diese Plattenfläche, die hängt irgendwo nicht so in der Luft und die hat unten drunter einen Unterbau. Und der ist aus Schotter oder aus KFT, je nachdem wie man es bezeichnet. Und darunter, da liegt dann der gewachsene Boden. Man symbolisiert das immer ganz gern mit solchen 3 Strichen. Also, nochmal, oben die Platten, dann haben wir die Tragschicht und dann drunter den Boden. So, und jetzt ist es so, die Platten, die sind doch immer nur dann stabil, wenn das, was drunter kommt, auch wirklich formstabil bleibt. Das heißt, die Form darf sich da unten nicht verändern. Und sobald da was wegbricht, dann kommen oben die Platten nach. Genauso wie im Bett, wenn du da aufs Leintuch drauf drückst und du hast eine weiche Matratze, dann kannst du halt tief eindringen. Und wenn du eine harte Matratze hast oder wenn du, keine Ahnung, in Japan oder ich weiß nicht, wo es gar keine Matratzen gibt, sondern wo man nur so eine harte Unterlage hat, da kann man ja gar nicht eindringen, sondern da ist praktisch das Leintuch immer sauber gespannt. Und das ist im Prinzip das Beste auch für die Terrasse, wenn das, was drunter ist, immer richtig fest ist. Aber nun ist es halt mal so, wenn man ein Häuschen baut, da kann es halt auch mal sein, dass irgendwo in einem Bereich vielleicht ein Loch entstanden ist und das Loch wird dann verfüllt wieder mit Boden und dann wird darüber einfach die Tragschicht eingebaut und dann kann es halt trotzdem sein, dass hier dieser Boden später irgendwo absackt, dass der sich hier verformt. Und wenn der Boden absackt hier, dann kann es halt auch sein, dass halt die Tragschicht oben auch ein bisschen nachgibt. Und wenn die Tragschicht nachgibt, klar, dann fangen natürlich auch die Platten an zu kippeln. Also, Grund Nummer 1, wenn Platten anfangen zu kippeln, dass der Untergrund nicht stabil ist. Das heißt, was kannst du tun im Vorfeld? Naja, wenn du eine Terrasse beispielsweise neu baust, dann kannst du prüfen, ist unten der Boden überall gewachsener Boden. Also gewachsener Boden heißt, ist der noch im Originalzustand oder wurde da was aufgefüllt? Wenn das so sein sollte, dann verdichte den Bereich entsprechend, sodass es nicht passiert, dass später dieser Boden nachgibt. Und wenn du das machst und auch die Tragschicht lageweise verdichtest, also wenn du zum Beispiel eine 20 cm dicke Tragschicht einbaust, dann verdichte die auf 2 oder 3 Schichten, sodass du sicher sein kannst, dass die Tragschicht wirklich hart wie ein Brett ist, nicht weich wie eine Matratze, damit da auch wirklich dann die Platten nicht nachgeben können. Es liegt aber nicht immer am Unterbau, der nachgibt. Also erstens, das erste Problem ist, dass der Unterbau
Unterbau gibt nach. So. Zweiter Grund, was gibt es denn noch für Probleme? Also, es kann doch, und du siehst hier, da ist noch eine kleine Lücke zwischen Platten und der Tragschicht. Es kann doch auch sein, dass es vielleicht an der Schicht dazwischen liegt. Und ich habe da extra so ein bisschen Luft gelassen. Wir haben hier doch noch eine Schicht, die nennt sich nämlich Bettung. Ich schreibe mal BE hin, ne? Die Bettung aus Split und unten ist der Boden, damit es da keine Verwechslung gibt. Also, wie muss denn die Bettung aussehen? Na gut, die Bettung, die sollte halt möglichst aus Split sollte die bestehen. Was gibt es denn sonst noch für alternative Möglichkeiten? Naja, es gibt halt, hat man früher ganz gerne gehabt, Sand nicht zu verwenden. Warum? Naja, Sand ist so feinkörnig, dass auch kleinste Lebewesen, Ameisen, Regenwürmer, die können halt den Sand bewegen. Und klar, wenn die Lebewesen den Sand bewegen, dann wird er weggeschafft und dann fehlt der. Und dann kann es eben sein, dass die Platten sich nach unten bewegen. Das ist logisch. Und so wie bei deiner Terrasse die Bettung aus Split bestehen sollte, so gibt es ja auch bei manchen Leuten dann zwischen dem Leintuch, nur der Vollständigkeit halber, und der Matratze noch ein Mollton. Du kennst das vielleicht, wenn du kleine Kinder hast. Ein Mollton kann helfen, dass die Feuchtigkeit von oben, naja, ist ein anderes Thema. Also, nochmal, aus Split die Bettung, das ist perfekt, das ist gut. Aus Sand funktioniert nicht, weil der weggeschafft wird. Dann gibt es noch die Möglichkeit eines Mörtelbettes. Wie ist nun Mörtel zu bewerten? Naja, wenn du eine Tragschicht aus Beton zum Beispiel hast, die richtig stabil ist, dann kannst du auch eine Mörtelschicht einbauen. Aber wenn du eine Schottertragschicht hast, dann ist Mörtel nicht zu empfehlen, weil der Mörtel dann im Prinzip, ja, Problem ist, wenn die Tragschicht leichte Bewegungen macht und die Mörtelschicht, die will das nicht, weil die will ja fest stabil mit der Platte und mit dem Untergrund verbunden sein und deswegen funktioniert das nicht. Also eine Schottertragschicht in Verbindung mit einem Mörtelbett bei Platten, das gibt oftmals Probleme. Deswegen Sand und Mörtel würde ich nicht empfehlen, sondern wenn du eine Plattenfläche verlegst, dann verwende Split und dann hast du keine Probleme. Also Problem Nummer 2, falsches Bettungsmaterial. Falsches Bettungsmaterial. So viel mal zum zweiten Thema. Ja, und dann gibt es noch einen dritten Grund, wie das Wackeln zustande kommt. Und zwar ist das ganz einfach, wenn die Platten falsch verlegt sind. Also falsche Verlegeart, schreibe ich mal. Ja? Was kann das nun sein, falsche Verlegeart? Nehmen wir einen anderen Stift, der noch ein bisschen mehr Farbe zeigt. Also, wir haben eine Platte, wir gehen mal davon aus, die Platte wird einzeln in Split verlegt. Ja? So, und jetzt kann es natürlich sein, dass dieses Splitbett unter der Platte einen Berg praktisch, ganz übertrieben, so aussieht. Ne? Das ist klar, wenn der Splitberg, wenn der in der Mitte auf Schwäbisch einen Hubbel hat, also wenn das meiste Split in der Mitte liegt, dann ist ja klar, dass die Platte wackeln muss. Die Profis, also die es richtig gut können, die planieren, also tun den Split so einbauen, dass praktisch in der Mitte hier, dass da ein bisschen Luft ist und dass hier und hier seitlich genügend Split ist. Also wenn wir jetzt vielleicht mal nochmal die Platte von oben anschauen, ja, hier in der Mitte, da ist möglichst eine kleine Kuhle im Split und hier und hier und hier und hier viermal gibt es Hochpunkte. Und wenn so das Splitbett planiert ist, dann kann die Platte später gar nicht wackeln, weil eben, wenn in der Mitte Luft ist, dann ist immer wie bei einem Tisch, ne, mit 4 Füßen, der kann sauber stehen. Aber wenn ein 5. Fuß in der Mitte ist, wenn der zu lang ist, ja, dann gibt es Probleme. Deswegen also das Splitbett richtig planieren. Das wäre also mal ein Grund. Ein weiteres Problem ist, wenn das Splitbett zu dick oder zu dünn ist. Ne? Also beispielsweise ein Splitbett, was doppelt oder dreifach so dick ist wie die Platte. Naja, wenn ich jetzt mit dem Hammer klopfe, und ich klopfe einmal hier und einmal hier oder auf 4 Stellen, ne, auf den 4 Stellen klopfe ich ja optimalerweise. Wenn dann der Split so dick ist, na, dann geht der Split in alle Richtungen, der verquetscht sich richtig. Ne? Also ein Split, der 10, 12 cm stark ist, das ist viel zu breit. Ne? Optimal ist ja dieses Splitbett hier 3 bis 5 cm dick. Wenn das aber
so ein mega breites Band ist, ja, dann quetscht sich der Split überall hin und bewegt sich und kann gar nicht stabil liegen. Das ist das Problem, wenn der Split zu dick ist. Und dann kann es eben auch sein, dass der Split zu dünn ist, ne? Dass ich nur so einen Zentimeter oder einen halben Zentimeter Split zwischen Platte und Tragschicht habe. Ja, dann kann ich gar nicht klopfen. Ich kann schon klopfen, bloß der Split, der bewegt sich nicht. Ja, weil durch den Klopfvorgang soll der Split ja so ein bisschen sich dahin quetschen können, wo er hin soll. Ne? Auch Richtung Mitte, wo Luft ist, da kann er sich ruhig hinquetschen. Aber wenn der Split eben zu dünn ist, also 1 bis 2 cm wäre zu dünn, dann kann dieses Klopfen nicht richtig passieren. Also, nochmal, was für falsche Verlegearten gibt es? Im ersten Punkt, wenn der Split in der Mitte der Platte zu hoch ist, dann kippelt die Platte. Wenn der Split zu tief ist, also das 2- oder das 3-fache der Plattendicke ist, dann macht der Split hinterher, was er will und der verschiebt sich und bleibt nicht da liegen, wo er sein soll. Und wenn der Split zu dünn ist, dann haben wir das Problem, dass wir nicht richtig klopfen können. Das also als dritter Grund, warum es dazu kommt, dass Platten wackeln. Fassen wir kurz zusammen, was wir in diesem Video besprochen haben. Es geht um 3 Gründe, warum Platten zu wackeln beginnen. Und Grund Nummer 1 ist, dass der Unterbau nachgibt, also Tragschicht oder der Boden drunter oder beides geht nach unten und dann ist es logisch, dass auch die Platten nach unten abrutschen. Und deswegen achte darauf, dass Boden und Tragschicht gut verdichtet ist, dann hält auch deine Terrasse. Grund Nummer 2 ist, dass falsches Bettungsmaterial verwendet wird. Deswegen nimm keinen Mörtel, nimm keinen Sand, sondern benutze den Split. Und was ich vorher nicht gesagt habe, Split in der Körnung 2,5, also zwischen 2 und 5 mm großes Korn. Das ist ideal, das geht einfach zum Verlegen. Und dann Grund Nummer 3 ist die falsche Verlegeart. Also wenn beim Planieren des Splittes, bei Einzelplatten zum Beispiel, wenn der Hochpunkt des Splittes in der Mitte ist, klar, dann muss ja die Platte wackeln. Wenn aber der Hochpunkt an den 4 Kreuzen hier am Bild ist, dann ist es einfach zu klopfen und dann hält die Platte auch und kippelt nicht. Weitere falsche Verlegeart ist, wenn der Split zu dick ist, also wenn die Bettung das 2- oder 3-fache der Plattendicke ist, dann kann es sein, dass der Split hinterher sich irgendwo hinquetscht und dann kann auch sein, dass die Platte dadurch ins Wackeln gerät. Genauso problematisch ist, wenn das Splitbett zu dünn ist, dann kann ich die Platte gar nicht richtig klopfen. Deshalb guck, dass deine Platten ungefähr so dick sind wie auch die Bettung, also wenn die Platten 3 bis 5 cm stark sind, das ist ein übliches Maß, dann guck auch, dass dein Splitbett 3 bis 5 cm dick ist und dann hast du hinterher keine Probleme. Das waren auch schon die 3 Gründe, warum Terrassenplatten wackeln, und ich wünsche dir, dass deine Terrasse stabil ist und vielleicht hast du ja durch dieses Video jetzt Lust gekriegt, deine eigene Terrasse selbst zu bauen und vielleicht weißt du nicht so richtig, wie das geht, und da empfehle ich dir, hol dir doch gern meinen Online-Kurs zum Thema Terrassenbau. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Das Schöne daran ist, immer wenn du dir einen Kurs holst, dann unterstützt du und unterstützen wir ein soziales Projekt. Infos unter www.draußen-helden.de. Ich freue mich dann, dich im nächsten Video wiederzusehen, und denk immer dran, wer den Garten selbst erstellt, der ist per se ein Draußenheld. In diesem Sinne, macht's gut, Leute, haut rein, dein Thomas.